you can't predict what's going to happen. All the safety is there. It's just, it's all accident. Zara Tindall, ein Mitglied des Königshauses, hat sich endlich zum Streit zwischen der Monarchie und ihrem Cousin Prinz Harry geäußert. Zara Tindall, die für ihre Gelassenheit und Unabhängigkeit bekannte Enkelin von Königin Elizabeth II, hat sich endlich zu Wort gemeldet, nachdem sie jahrelang angesichts des Skandals geschwiegen hatte. Zara hatte sich von dem turbulenten Streit zwischen König Charles und Prinz Harry ferngehalten. Doch nun hat sie unerwartet ihr Schweigen gebrochen. Was hat sie gesagt und warum jetzt? Erkunden Sie mit uns die unerwartete Perspektive von Zara Tindall auf die zunehmende Spaltung zwischen König Charles und Prinz Harry. Zara Tindalls königliches Rampenlicht. In den letzten Jahren stand die königliche Familie in einer noch nie dagewesenen Weise im Rampenlicht. Obwohl sie für ihr heiteres und kultiviertes Image bekannt ist, das sich im Laufe vieler Jahrhunderte entwickelt hat. Es hat den Anschein, dass die Öffentlichkeit und die Presse jeder ihrer Handlungen große Aufmerksamkeit schenken. Als Prinz Harry und Meghan, die Herzogin von Sussex, die unerwartete Entscheidung trafen, ihre Positionen als hochrangige, berufstätige Royals aufzugeben, begann die zusätzliche Aufmerksamkeit erst richtig zu wirken. Ihr Weggang sorgte nicht nur für Aufregung in den Medien, sondern löste auch eine Phase der emotionalen Anpassung und stiller Veränderungen hinter den Palasttüren aus, die bis heute andauern. In diesem äußerst heiklen und emotional aufgeladenen Klima wird derzeit alles, was ein Mitglied der königlichen Familie sagt, tut oder nicht tut, unter Umständen genau untersucht und sogar falsch ausgelegt. Außerdem steht Zara Tindall, die Tochter der loyalen und fleißigen Prinzessin Anne, plötzlich im Rampenlicht. Diesmal jedoch nicht wegen ihrer Leistungen im Reitsport, wo sie Weltmeistertitel und olympische Medaillen gewonnen hat. Vielmehr waren es ihre Worte, die nach Ansicht vieler Menschen Aufschluss über die anhaltenden emotionalen Herausforderungen geben, mit denen die königliche Familie konfrontiert ist. Kürzlich war Zara bei einer anspruchsvollen und privaten Veranstaltung anwesend, die im eleganten Londoner Stadtteil Mayfair stattfand. Es handelte sich um eine spektakuläre Veranstaltung, die vom Sporting Club gesponsert wurde, eine Organisation, die Athleten und die von ihnen erreichten Leistungen ehrt. Zara, eine Meisterin im Reiten und eine der bekanntesten Sportlerinnen in Großbritannien, war anwesend, um über ihre Karriere und ihre Erfahrungen in der Welt des Leistungssports zu sprechen. Sie war anwesend, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Wie nicht anders zu erwarten war sie eine der Hauptattraktionen des Abends. Es waren nicht nur ihre Anekdoten über den Sport, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zogen, sondern vor allem die Dinge, die sie über ihre Familie sagte, die den größten Eindruck hinterließen. In der Zeit, in der sie sich äußerte, war vielen aufgefallen, dass sie eine Reihe von wichtigen königlichen Ereignissen verpasst hatte. Vor allem erschien sie nicht zu den Gedenkfeiern zum Veteranentag, einem Tag, der für die Nation von großer Bedeutung ist. Sie wurde auch nicht bei einer Gartenparty gesehen, die vor nicht allzu langer Zeit im Buckingham Palace stattfand, einem Ort, an dem sie normalerweise als warmherzige und vertraute Person angesehen wird. Diese Versäumnisse wurden von denjenigen, die königliche Veranstaltungen aufmerksam verfolgen, sofort bemerkt, sodass ihre Äußerungen bei der Veranstaltung im Sporting Club eine noch größere Bedeutung erlangten. Zara gab den Zuhörern Informationen, die viele überraschten, während sie sprach. Inmitten von Erzählungen über langes Training und die Höhen und Tiefen, die ein Leben im Sport mit sich bringt, wurden die schwierigen Umstände innerhalb der königlichen Familie angesprochen. Ihre Aussagen schienen echt zu sein und gaben dem Publikum einen Einblick in eine Seite von ihr, über die nur selten gesprochen wird. Sie erklärte auf ruhige und ehrliche Art und Weise, dass es sich, auch wenn es von außen schwer zu erkennen ist, zweifelsohne um eine Familie handelt, die immer noch dieselben Herausforderungen durchmacht, die auch andere Menschen durchmachen. Zahlreiche Menschen waren von dieser einfachen, aber tiefgründigen Botschaft bewegt. Sie erinnerte daran, dass hinter den Titeln, den königlichen Palästen und den großen Ritualen eine Familie steht, die wie jede andere Familie auch mit sehr menschlichen Gefühlen und Sorgen zu kämpfen hat. Danach sagte Zara weiter, unabhängig davon, ob es sich um eine romantische Beziehung handelt oder nicht, ist es offensichtlich sehr einfach zu sehen, dass wir uns weiterhin gegenseitig sehr unterstützen. Dies schien eine direkte Anspielung auf die anhaltende Medienaufmerksamkeit zu sein, die sich auf die persönlichen Beziehungen innerhalb der königlichen Familie konzentriert. Insbesondere auf die Belastung,
die bekanntermaßen zwischen König Charles und Prinz Harry besteht. Andere interpretierten Sarahs Äußerungen als bewusstes Bemühen, zu zeigen, dass die Mitglieder der Familie trotz der Differenzen und des Drucks, der mit dem öffentlichen Leben verbunden ist, weiterhin füreinander sorgen und sich gegenseitig unterstützen. Viele sahen dies als ein offenes Eingeständnis, dass die Umstände schwierig sind, es aber noch Hoffnung gibt. Ihre Äußerungen beleuchteten eine Reihe komplexer Zusammenhänge, darunter die Tatsache, dass Liebe und Unterstützung auch inmitten von Konflikten weiter bestehen können. Außerdem möchte Zara diese Gelegenheit nutzen, um ihrer Großmutter, Königin Elizabeth II, zu gedenken, die im September 2022 verstorben ist. Die Worte, die sie sprach, waren voller Zuneigung und Wertschätzung. Sie sagte, wir hatten eine unglaubliche Person, zu der wir aufschauen konnten, die leider nicht mehr hier ist. Wir alle empfanden sie als eine unglaubliche Person und eine Quelle der Motivation. Aus diesen Äußerungen sprach nicht nur viel Leidenschaft, sondern sie machten auch deutlich, welche Bedeutung die verstorbene Königin für ihre Familie hatte. Was könnte also zu dem Riss in der königlichen Monarchie geführt haben? Finden wir es heraus. Eine königliche Familie in der Krise. Vor nicht allzu langer Zeit erlitt Prinz Harry in der Justiz des Vereinigten Königreichs einen erheblichen Rückschlag. Ein Urteil, das seine persönliche Sicherheit während seines Aufenthalts in Großbritannien betraf, wurde von ihm angefochten. Aber das Gericht entschied gegen ihn. Er hatte versucht, das Urteil anzufechten. Es ist offensichtlich, dass ihn diese Niederlage traurig machte. Kurz darauf gab er der BBC ein Interview, das sowohl stark als auch emotional war und von vielen als brisant bezeichnet wurde. In diesem Gespräch bezeichnete er die Entscheidung des Gerichts als herzzerreißend und ging sogar so weit, sie als institutionelles Komplott zu bezeichnen, womit er andeutete, dass es einen konzertierten Versuch gegen ihn seitens der Verantwortlichen gab. Diese offenen und anklagenden Äußerungen lösten heftige Reaktionen aus. Sie trugen wenig dazu bei, die zerrütteten Beziehungen zwischen Prinz Harry und den anderen Mitgliedern der königlichen Familie zu heilen. Im gleichen Zeitraum erklärte Harry jedoch, dass er bereit sei, die Möglichkeit einer Versöhnung mit seinen Verwandten in Betracht zu ziehen. Andererseits machte er Äußerungen, die dieser Hoffnung zu widersprechen schienen, was bei vielen Menschen Verwirrung über seine wahren Absichten hervorrief. Die Aussage, ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch hat, wurde zu einer der meistdiskutierten seiner Äußerungen. Der Zeitpunkt dieser Rede fiel mit dem Beginn der Krebsbehandlung von König Karl zusammen. Einige glaubten, dass Harry Angst und Besorgnis zum Ausdruck brachte, aber es gab auch viele Menschen, die seine Äußerungen für unangebracht und wenig mitfühlend hielten. Die Kritik kam sehr schnell, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Wunden der Familie in Zukunft geheilt werden, wurde immer geringer. Es wurde berichtet, dass König Karl eine tiefgreifende emotionale Wirkung erfahren hat. Es heißt, dass er sich von seinem Sohn verraten fühlt, nicht nur wegen seiner Taten, sondern auch wegen der Bemerkungen, die er in der Öffentlichkeit gemacht hat. Angesichts der großen gesundheitlichen Probleme und der enormen Verpflichtungen, die mit dem Amt des Monarchen verbunden sind, kann man sich nur schwer vorstellen, wie verzweifelt ein Elternteil sein würde, der mit ansehen muss, wie sein Kind in der Öffentlichkeit derart aus der Bahn geworfen wird. Was Prinz William anbelangt, so hat er seine Reaktion noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Eine Reihe von Geschichten deutet darauf hin, dass er ziemlich wütend ist. Es wird vermutet, dass er über die anhaltenden Unruhen und den Schaden, den sie seiner Meinung nach der königlichen Familie zufügen, so verärgert ist, dass er entschiedene Maßnahmen ergreifen will. Berichten zufolge soll er sogar darauf gedrängt haben, dass Harry und Meghan ihre royalen Titel dauerhaft aberkannt werden sollten. Dies geht aus einigen Berichten hervor. Sollte dies wirklich der Fall sein, wäre dies ein bedeutender und potenziell unumkehrbarer Schritt, der zeigt, wie ernst und emotional aufgeladen das Thema ist. Während all diese Spannungen weiter zunehmen, hat sich der Fokus auf Zara Tindall, Harrys Cousine, verlagert. Zara hat nicht nur den Ruf, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, sondern ist auch für ihre bodenständige Persönlichkeit bekannt. Es war einmal eine Zeit, in der sie und Harry eine starke Verbindung hatten. Sie gingen gemeinsam durchs Leben und meisterten die Herausforderungen, die ein royaler Lebensstil mit sich bringt, Seite an Seite. Es gibt mehrere Fotos und Anekdoten aus der Vergangenheit, die zeigen, wie sie lächeln, sich unterhalten und die Gesellschaft des anderen bei Familienfesten genießen. Es sah so aus, als hätten sie eine tiefe und echte Beziehung.
Aber in der heutigen Zeit, in der die königliche Familie so zersplittert ist, haben sich selbst die ehemals freundschaftlichen Bindungen möglicherweise verschoben. Es ist nicht ersichtlich, ob Sarah und Harry sich immer noch nahestehen oder ob sie sogar täglich miteinander kommunizieren. Sarah hat sich kürzlich auf eine ruhige, aber tiefgründige Weise geäußert. Sie räumte ein, dass die Familie in einer schwierigen Lage ist, ergriff aber keine Partei in diesem Konflikt. Die von ihr verwendeten Formulierungen scheinen bewusst gewählt worden zu sein, vielleicht um ihre Unterstützung für ihre Familie als Ganzes zu demonstrieren, aber auch, zu zeigen, dass sie sich der besonderen Schwierigkeiten bewusst ist, die damit verbunden sind. Die Tatsache, dass sich Sarah in einer Situation befindet, die sich von der anderer Menschen unterscheidet, macht ihre Ausführungen so interessant. Obwohl sie nicht wie Prinz William oder Prinzessin Kate im königlichen Dienst steht, wird sie dennoch als Mitglied des inneren Kreises betrachtet. Da sie die Tochter von Prinzessin Anne ist sie mit dem Innenleben der königlichen Familie vertraut, obwohl sie nicht die gleichen öffentlichen Verpflichtungen hat. Sie ist in der Lage, mit Ehrlichkeit und Klarheit zu sprechen, weil sie einen einzigartigen Blickwinkel hat, der es ihr ermöglicht, die Emotionen aus einer gewissen Distanz zu erleben und sie dennoch zu spüren. Es ist möglich, dass die Leute auf das hören, was sie zu sagen hat, weil sie den Ruf hat, aufrichtig und ehrlich zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass sich Sarahs Probleme auf eine Vielzahl verschiedener Dinge beziehen. Die ständige Belastung des öffentlichen Lebens, die nicht enden wollende Aufmerksamkeit der Medien und die nicht enden wollende Kritik sind alles Faktoren, die dazu beitragen. Es gibt auch erhebliche Unterschiede in der Art und Weise, wie die einzelnen Familienmitglieder ihre Verantwortung, ihre Rolle und die Zukunft der Monarchie wahrnehmen. Hinzu kommt die grundlegende Tatsache, dass Familien, insbesondere königliche Familien, schwierige Beziehungen sind. In jeder Familie kommt es irgendwann zu Meinungsverschiedenheiten, verletzten Gefühlen und Missverständnissen. Andererseits wird alles, was in der königlichen Familie geschieht, in die ganze Welt hinausgetragen. Sarahs nachdenkliche Äußerungen, Prinz Harrys tränenreiche Interviews und die starken Emotionen von König Charles und Prinz William fügen sich zu einem Bild einer Familie zusammen, die sich inmitten eines sehr schwierigen Kapitels in ihrem Leben befindet. Mit dem Tod von Königin Elisabeth II. Ging eine Ära zu Ende. Jetzt, unter der Führung von König Charles, versucht die Monarchie immer noch, wieder auf die Beine zu kommen. Aber gleichzeitig wird sie von persönlichen Ängsten, öffentlicher Kritik und privaten Streitigkeiten erschüttert. Dennoch ist es möglich, dass Sarahs Äußerungen mehr als nur ein Kommentar zu den Umständen waren. Es ist möglich, dass sie uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass es sich trotz der Titel und Bräuche immer noch um eine Familie handelt. Inmitten des Sturms hat die Stimme von Sarah Tindall, die relativ ruhig war, vielleicht eine ebenso subtile wie tiefgründige Botschaft vermittelt. Es gibt immer noch die Möglichkeit der Heilung. Es ist möglich, dass eines Tages Liebe und Unterstützung an die Stelle von Zorn und Enttäuschung treten werden. Im Moment sieht es jedoch so aus, als ob der Weg zur Versöhnung lang und unklar ist. Was bedeutet das alles? Schauen wir es uns genauer an. King Charles' Beziehung zu Sarah Tindall. Es ist möglich, dass der König von England auf die meisten Menschen feierlich und vielleicht ein wenig bedrohlich wirkt. Die förmliche Art und Weise, wie er sich kleidet und verhält, erweckt häufig den Eindruck, dass er eine gewisse Distanz zu anderen Menschen wahrt. Wenn Sie König Charles III. In der Öffentlichkeit beschreiben sollten, würden Sie ihn nicht als jemanden beschreiben, der warm und kuschelig ist. Er ist dafür bekannt, dass er sich in Zeiten, in denen Kameras anwesend sind, streng an die königlichen Bräuche hält und nur selten körperliche Zuneigung zeigt. Selbst wenn er mit seiner Frau, Königin Camilla, zusammen ist, sieht man ihn nicht oft umarmen oder Händchen halten. Dennoch ist es erstaunlich zu erfahren, dass es in seinem Leben ein paar einzigartige Personen gibt, die die Fähigkeit haben, die königliche Formalität zu durchbrechen und die mitfühlendere Seite des Königs zum Vorschein zu bringen. An erster Stelle ist hier sein Enkel Prinz Louis zu nennen, das jüngste Kind von Prinz William und Prinzessin Catherine. Um es einfach auszudrücken, Louis besitzt eine natürliche Ausstrahlung und einen lebendigen Geist, der alle Herzen zum Schmelzen bringt. Auch das seines Großvaters. Anlässlich des Platinjubiläums von Königin Elisabeth konnte die ganze Welt Zeuge eines ebenso ungewöhnlichen wie freudigen Ereignisses werden. Sowohl Prinz Louis als auch König Charles lachten und umarmten sich gegenseitig, während sie auf dem Schoß des Monarchen saßen. Der Anlass war voller Freude und zeigte,
dass Charles ein liebevoller Opa ist, obwohl er die Krone trägt und die Gesetze befolgt. Es gibt jedoch noch jemanden, der die liebevolle Seite des Monarchen zum Vorschein bringt. Und das ist seine Nichte Zara Tindall. In dem Moment, in dem Charles in ihrer Gegenwart ist, verwandelt sich seine sonst so ernste Miene in ein strahlendes und aufrichtiges Lächeln. Im Gegensatz zu seinen früheren öffentlichen Auftritten herrscht zwischen den beiden ein Gefühl der mühelosen Vertrautheit. Obwohl sie ein Mitglied der königlichen Familie ist, führt Zara, die Tochter von Prinzessin Anne, ein ganz anderes Leben als der Rest der königlichen Familie. Obwohl sie keinen königlichen Titel besitzt, ist sie die 21 in der Thronfolge, wofür sie wirklich sehr dankbar ist. Zara hat in einem Interview erklärt, dass sie sich glücklich schätzen kann, dass ihre Eltern ihr und ihrem Bruder Peter keine königlichen Titel verliehen haben, da sie auf diese Weise ein größeres Maß an Unabhängigkeit genießen konnten, als sie aufwuchsen. Zara hat sich für einen ruhigeren Weg entschieden, der es ihr ermöglicht, sich auf ihre Familie und ihre Leidenschaft für den Sport, insbesondere das Reiten, zu konzentrieren, anstatt den Ruhm und den Reichtum zu genießen, die mit dem Status einer Prinzessin einhergehen. Als Pferdesportlerin hat sie ihr Können sogar schon bei den Olympischen Spielen unter Beweis gestellt. Da sie nicht so sehr im Rampenlicht steht, kommt ihre warme und zugängliche Art im Umgang mit anderen Menschen besonders gut zur Geltung. Daher ist es möglich, dass sich viele Mitglieder der königlichen Familie, einschließlich König Charles, zu ihr hingezogen fühlen. Judy James, eine Expertin für Körpersprache, hat festgestellt, dass Zara das Beste in ihrem Onkel hervorzuholen scheint, selbst wenn die Kameras um sie herum blitzen. Umarmen sich die beiden häufig, lachen und scheinen sich wohlzufühlen, wenn sie zusammen sind. Es ist ungewöhnlich, King Charles in einem so entspannten und zufriedenen Zustand zu erleben, und es ist offensichtlich, dass Zara einen großen Anteil daran hat. Dass dies so ist. Es ist faszinierend zu sehen, wie sehr sie sich voneinander unterscheiden. Ein bekannter Charakterzug von King Charles ist sein zurückhaltendes und förmliches Auftreten. Judy James bezeichnete ihn sogar als einen unnahbaren Menschen. Zara hingegen ist temperamentvoll, freundlich und strotzt vor Energie. Da sie impulsiv und extrovertiert ist sie in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil ihres Onkels. Trotzdem ist die Beziehung der beiden in gewisser Weise erfolgreich. Tatsächlich hat James den Eindruck, dass Zara King Charles bewacht. Sie sind zusammen in der Öffentlichkeit. Und sie hält sich nicht zurück, wenn sie dort sind. Wenn sie die Initiative ergreift, um ihre Fürsorge für ihn zum Ausdruck zu bringen, erweckt das den Eindruck, dass sie sich um sein Wohl kümmert. Auf dem Royal Ascot 2022 gab Zara Charles einen zärtlichen Kuss auf die Wange und legte ihren Arm um seine Schultern. Dies ist ein besonders herzerwärmendes Beispiel. Es schien ein Moment zwischen zwei starken Kollegen zu sein, die sich zusammenkauerten und einen kurzen privaten Check-in miteinander austauschten. Sie waren nicht für die Kameras da. Es wirkte ganz echt, als ob sie nur nach ihrem Onkel sehen wollte, um sich zu vergewissern, dass es ihm gut geht. Könnte Zara also die Rolle einnehmen, die einst Prinz Harry im Leben von William innehatte? Schauen wir uns das mal genauer an. Das königliche Band zwischen William und Zara. Zwischen Prinz William und Zara Tindall besteht eine Verbindung, die eher der von Geschwistern als der von Cousins ähnelt. Diese Verbindung lässt sich auf Streitigkeiten in ihrer Kindheit und ihre Anwesenheit bei der Krönung des Königs zurückführen. Insider glauben, dass Königin Elizabeth II. Eine besondere Zuneigung zu Zara Phillips und ihrem Bruder Peter Phillips hatte und dass sie dem zukünftigen König vorzog. Und das, obwohl Prinz William eine enge Beziehung zu Königin Elizabeth II. Hatte. Vor allem im Vergleich zu ihrer starken Bindung zu Zaras Mutter, Prinzessin Anne, könnte diese Vorliebe mit der schwierigen Beziehung der Königin zu Williams Vater, König Karl V., zusammenhängen. Ihre Beziehung zu König Karl III. War besonders kompliziert. Laut Ingrid Seward, einer Expertin für königliche Angelegenheiten, hatte die Königin eine besonders enge Beziehung zu Zara und Peter. Das lag daran, dass sie ihre ersten Enkelkinder waren und immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen hatten. Aufgrund dieser offensichtlichen Parteilichkeit hat die Königin nicht gezögert, Zara zu verteidigen. Vor allem, als Williams leichtfertiges Verhalten die Grenze überschritten hat. Obwohl sie nur ein Jahr auseinander sind, standen sich William und Zara schon immer sehr nahe. Allerdings haben sie sich wie alle anderen Geschwister auch gestritten. In dem Dokumentarfilm mit dem Titel The Queen at 90, die Königin mit 90 Jahren, erzählte William von einem Ereignis aus seiner Kindheit. In diesem Fall war er wütend auf seine Großmutter, weil sie Zara verfolgt hatte.
als diese mit einem Go-Kart fuhr, was dazu führte, dass Zara versehentlich gegen einen Laternenpfahl prallte. Der Moment, in dem er sich daran erinnert, wie seine Großmutter hinauslief, um sie zurechtzuweisen, ist ihm in Erinnerung geblieben. Prince Williams Mutter, Prinzessin Diana, kam auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben, als er gerade 15 Jahre alt war. Alle Familienmitglieder, einschließlich Zara, waren da, um William und seinen Bruder Prinz Harry in dieser schweren Zeit zu trösten und zu unterstützen. Während der Zeit, in der Diana starb, wurde Zara, die ihren beiden Brüdern in der Vergangenheit sehr nahe gestanden hatte, zu einer noch wichtigeren Quelle des Trostes. Der Prinz von Wales plante einen Skiurlaub für die Jungs, um sie nach dem Verlust von Prinzessin Diana aufzumuntern. So der Royal-Autor Brian Huey. Zara half ihnen, ihre Trauer zu vergessen, indem sie sich während des gesamten Urlaubs Schneeballschlachten lieferte und im Schnee rangelte. William hat von Anfang an eine tiefe Zuneigung zu Zara gehabt. Zara Tindall war eine prominente Reiterin, und während viele Mitglieder der königlichen Familie versucht haben, eine andere Karriere zu machen, hat sie sich auf ihre eigene Weise hervorgetan. Im Jahr 2023 nahmen William, Catherine und Prinzessin Anne an einem Podcast mit dem Titel The Good, The Bad and the Rugby teil. Im Laufe des Gesprächs erinnerte sich William an das einzige Mal, als er bei einem Sportereignis Tränen vergoss. Als Zara die Europameisterschaft gewann, kamen ihm die Tränen, auch wenn er nicht persönlich dabei sein konnte, um den Sieg zu erleben. Während des Telefongesprächs konnte er ihre Leistung sehen. Und er erinnert sich an das emotionale Ereignis, als wäre er selbst dabei gewesen. Das Paar heiratete im Juli 2011, knapp 3 Monate nach der Hochzeit von Prinz William und Catherine. Zara entschied sich, Mike Tindall, einen Rugby-Spieler, zu heiraten und nicht ein Mitglied der königlichen Familie. Es war ein glückliches Ereignis, auch wenn die Feier nicht so groß war wie bei anderen. Berichten zufolge amüsierte sich William während der Hochzeit prächtig. Er nahm sogar eine Karaoke-Maschine in Besitz und sang Living on a Prayer von Bon Jovi. Es war eine Feier, die die ganze Nacht dauerte, und Kate war dabei, um ihn anzufeuern. Es wird auch gesagt, dass Mike und William eine große Freundschaft entwickelt haben, wobei Mike wie ein Ersatzbruder für den Prinzen ist. Diese Information stammt aus einer Quelle. Die Beziehung zwischen Prinz William und Zara war schon immer eng, auch wenn es gelegentlich zu Problemen zwischen Prinz Charles und Prinzessin Anne kam, etwa als Charles seine Schwester nicht zur Patentante ernannte. William brach mit den Konventionen, indem er bei der Geburt seines ersten Kindes, Prinz George, im Jahr 2013 nicht die Royals, sondern enge Freunde als Patin für George auswählte. Zara wurde als Georges Patin ausgewählt. Zara trug keinen königlichen Titel, da ihre Mutter beschlossen hatte, ihn ihr nicht zu verleihen. Dies gab ihr die Möglichkeit, ein normaleres Leben zu führen. Zara hat zum Ausdruck gebracht, dass sie sich glücklich schätzt, diese Entscheidung getroffen zu haben. Trotzdem hat sich Prinz William bemüht, Zara eine bedeutendere Rolle innerhalb der königlichen Familie zu geben. Berichten zufolge bat William Zara um ihre Unterstützung, um zu den Aufgaben der Familie beizutragen, da die Zahl der arbeitenden Royals zurückging, insbesondere nachdem Harry und Meghan die königliche Familie verlassen hatten. William legt großen Wert auf Zaras Hingabe und Unterstützung, auch wenn sie keine königliche Position übernommen hat. Aufgrund ihrer unerschütterlichen Hingabe an ihre Familie hat Zara eine wichtige Rolle in Williams Leben eingenommen. Victoria Arbiter, eine Kommentatorin für königliche Angelegenheiten, betont, dass Zara in der Lage ist, Williams Bedürfnis nach Vertrauen zu verstehen, da sie ein Leben geführt hat, das mit seinem vergleichbar ist, aber ohne die gleiche Verantwortung, die mit königlichen Verpflichtungen einhergeht. Durch ihre unerschütterliche Unterstützung ist sie für ihn zu einer wichtigen Stütze geworden. Wie eng die Freundschaft zwischen den beiden ist, zeigt die Tatsache, dass Prinzessin Charlotte und ihre Cousine Mia bei einer Weihnachtsfeier Blumen ausgetauscht haben. Dies zeigt, wie stark die Verbindung zwischen ihren Nachkommen ist. Trotzdem fiel es Zara, die in der Vergangenheit eine starke Verbindung zu ihren beiden Brüdern hatte, schwer, mit der wachsenden Distanz zwischen Prinz William und Prinz Harry umzugehen. Zara versuchte, als Vermittlerin zwischen den beiden zu agieren. Aber als König Charles gekrönt wurde, schienen ihre Kontakte zu Harry auf Distanz zu gehen. Im Jahr 2024 wurde berichtet, dass Zara immer mehr Abstand zwischen sich und Harry brachte, was darauf hindeutete, dass sie in der anhaltenden Rivalität zwischen den beiden eine Position bezogen hatte.
Trotzdem unterstützte Sarah William weiterhin, vor allem nachdem sie erschütternde Nachrichten über seine Familie erhalten hatte. Im Jahr 2024, als Catherine an Krebs erkrankte, war Sarah für William da und unterstützte ihn emotional bei königlichen Auftritten. Sarah war weiterhin eine verlässliche Stütze für William, als er die Schwierigkeiten der königlichen Pflichten ohne seinen Bruder meisterte. Infolge ihrer Abwesenheit hat sie die Rolle der älteren Schwester übernommen, die William nie gegeben wurde, und ihr Liebe und Verständnis entgegengebracht. Aber wie schafft es Sarah, ihren Lebensstil mit den Bedürfnissen der königlichen Familie in Einklang zu bringen? Finden wir es heraus. Zara Tindalls verschwenderischer Lebensstil. Das Leben von Zara Tindall ist voll von kostspieligen Vorlieben, obwohl sie sich als bodenständige Person präsentiert. Zu ihren Vorlieben gehören edle Pferde, Luxuskleidung und exotische Reisen. Obwohl sie keine Prinzessin ist, weiß sie genau, was es bedeutet, einen königlichen Lebensstil zu führen. Zara, die Tochter von Prinzessin Anne, wuchs in einem Leben des Wohlstands auf. Sie besuchte einige der renommiertesten Schulen des Vereinigten Königreichs, wie Port Regis und die Gordonstone School in Schottland, wo auch ihr Großvater, Prinz Philip, und ihr Onkel, König Charles III, ausgebildet wurden. Zara liebte ihren Aufenthalt dort im Großen und Ganzen, insbesondere die Leichtathletik und die Freundschaft, obwohl Charles dafür bekannt war, dass er sie verachtete. Wie ihre Mutter verliebte sich auch Zara schon in jungen Jahren in Pferde, obwohl der Reitsport sehr teuer ist. Allein der Unterhalt ihrer 12 Pferde dürfte jährlich mehr als $500.000 kosten. Zara hatte das Glück, von ihrem Freund Jimmy Blackshaw unterstützt zu werden, was es ihr ermöglichte, auf professioneller Ebene teilzunehmen. Sowohl 2006 als auch 2012 nahm sie an den Weltreiterspielen teil und gewann die Einzelmeisterschaft. Im Jahr 2012 nahm sie auch an den Olympischen Spielen teil und gewann eine Silbermedaille. Obwohl sie heutzutage nicht mehr so regelmäßig reitet, gibt sie immer noch über $200.000 pro Jahr dafür aus. Darüber hinaus war Zara schon vor dem Aufkommen der sozialen Medien eine Influencerin. Dank Markenvereinbarungen mit mehreren Unternehmen, darunter Musto, Rolex, Land Rover und die Royal Bank of Scotland, konnte sie Millionen von Dollar verdienen. Zara behauptet, dass diese Geschäfte ihr dabei helfen, ihr Interesse am Reitsport zu unterstützen, der sehr kostspielig ist. Auch wenn einige Kritiker behaupten, dass sie ihren königlichen Status ausnutzt. Die Hochzeit, die Zara 2011 mit dem Rugby-Spieler Mike Tindall feierte, war ein großartiges Ereignis. Vor der Hochzeit fand eine Party auf dem königlichen Boot statt, und die Zeremonie selbst kostete die Regierung eine beträchtliche Summe für die Sicherheit. Anschließend kauften sie ein wunderschönes Bauernhaus, das über eine Vielzahl von Einrichtungen verfügte, darunter ein Fitnessstudio, ein Theater und sogar eine Scheune mit einer Bar. Zuvor hatten sie in einer Villa residiert, die viele Millionen Dollar wert war. Sie sind sogar schon zum Grand Prix nach Bahrain geflogen, einem erstklassigen Ort. Und sie machen gerne Urlaub an Orten wie Australien und Monaco. Zara hat eine Vorliebe für hochwertigen Schmuck, wie die Tatsache beweist, dass sie häufig Rolex-Uhren und teure Ringe trägt. Im Jahr 2020 wurde sie mit einem luxuriösen Fahrzeug, zu dem sie als Botschafterin für Land Rover Zugang hatte, bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt. Darüber hinaus baut Zara ein kommerzielles Imperium auf, indem sie gleichzeitig als Direktorin des Cheltenham Racecourse fungiert und mit einer Reihe von anderen Unternehmen zusammenarbeitet. Zara hat sich im Laufe der Jahre zu einer raffinierteren Designerin entwickelt, obwohl sie früher für ihren lockeren und lässigen Stil bekannt war. Bei öffentlichen Auftritten trägt sie nicht nur teure Marken, sondern schmückt ihre Kostüme häufig mit Fascinators und Kopfbedeckungen, um ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen, insbesondere bei Pferderennen. Zara ist immer noch in der Lage, ihren modischen Lebensstil beizubehalten, zu dem es gehört, exklusive Privatclubs zu besuchen und extravagante Partys zu veranstalten. Was denken Sie über die unerwartete Aussage von Zara Tindall bezüglich des andauernden Konflikts zwischen König Charles und Prinz Harry? Bitte teilen Sie Ihre Ideen in den Kommentaren mit. Vergessen Sie nicht, die Seite zu mögen und zu abonnieren.